So, ein neuer Tag, neue Probleme. Wir sind jetzt etwa seit 10 Tagen in Polen und es geht alles super schleppend voran. Wir kommen nicht so schnell an die Sachen und an die Dinge, wie wir es uns vorstellen. Wir versuchen natürlich auch, es immer so günstig und qualitativ am besten so einen Schnittpunkt zu erreichen, und deswegen ist manchmal, ja, gucken wir noch da ein bisschen, gucken wir noch da ein bisschen, und deswegen zieht sich alles so. Aber voraussichtlich ist es, dass wir hier überwintern müssen. Das heißt, wir haben ein bisschen mehr Zeit, müssen aber gucken, wie wir halt wieder ein bisschen mehr Geld aufbringen. Da müssen wir uns auch noch einen Kopf drüber machen. Jo. Kaum sind wir in Polen, schon steigt unser Alkoholkonsum ins Unermessliche. Und so sieht der Alkoholkonsum aus. Dritte Woche in Danzig. Kommen ganz gut voran, aber nicht so schnell, wie wir gedacht haben. Dora hat jetzt mal gelesen, wie wir mit der Fördex weitermachen. Ich würde jetzt Wasser holen und wir würden das Ganze mal durchspülen und mit Teflon-Spray bearbeiten. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir auch schon mal Fördex erklärt haben. Das ist dieses Teil vorne am vorderen Segel, das dafür verantwortlich ist, dass das Segel sich einrollt und das klemmt. In den letzten 2 Fahrten hat so geklemmt, dass wir da echt krass dran rütteln, schütteln und vorgehen mussten. Das ist zu zweit, das ist nicht so geil. Deswegen, wir bearbeiten das mal heute und messen noch ein paar Dinge aus. Und ich versuche natürlich noch meine hässliche T-Shirt-Bräune in den letzten Sonnentagen loszuwerden. So, Dora hat auch schon mal Vollgas gegeben. Während ich Wasser holen war, hat sie schon mal die Segel aufgerollt, weil wir die Segel jetzt runterholen müssen, weil oben ist auch noch so eine Drehvorrichtung. Mann, mir fällt jetzt gerade wieder auf, wie schön dieses Vorsegel ist. Beautiful. Im Gegensatz zum großen Segel. Also ein Problem, was wir sehen, ist, dass hier das Vorfall sich um das Vorstark wickelt. Normalerweise sorgt dieser Drehmechanismus dafür, dass das immer hier bleibt, hier innen. Und beim Auf- und Abrollen des Segels dreht sich die Stange und das bleibt dann im Prinzip. Sollte hier bleiben. Aber es war jetzt gerade beim Runterziehen schon so. Also irgendwas passt da nicht ganz. So, 4 Stunden wieder rum. Fördex geschafft. Einigermaßen funktioniert es. Aber ich glaube, wir müssen noch einen richtigen Testlauf mal machen. Rausfahren und alles ausprobieren. Ob es funktioniert, ob es nicht funktioniert, bevor wir in den Wintermodus schalten. Aber wir sind gut vorangekommen. Ich habe einen guten Sonnenbrand am Rücken, so wie ich es haben wollte. Von dem her. 1 Schritt vor, 2 Schritte zurück. Jetzt haben wir hier schöne Markierungen von unserem Steg. Jetzt befestigt Doro noch unseren schlechtesten Fender da dran, damit es nicht so abschabt. Jetzt sind die Winches dran. Meinem legendären Knoten aus Folge, ich glaube 2.
Tatsächlich hat er sich bewährt. Machen wir jetzt erstmal alle Schutzkleidungen ab und drehen mal das ganze Ding auf und warten diese mal. Bin gespannt, ob das Ganze so gut klappt, wie wir es uns vorstellen. Und bevor es losgeht, noch alles vorbereiten, was wir alles für die Winchwartung brauchen. Okay, erster Winch, wir geben auf. Wir haben festgestellt, man muss sie von unten aufschrauben, damit wir rankommen. Und damit wir da unten rankommen, müssen wir unten das Verdeck abschrauben. Damit wir das Verdeck abschrauben, müssen wir dieses Fenster abschrauben. Damit wir dieses Fenster abschrauben, weil es nicht ganz aufgeht, müssen wir die Sprayhood aufschrauben. Und dann erst kommen wir an die Winch ran. Deswegen geben wir bei den kleinen vorderen erstmal auf. Hat uns so eine Stunde gekostet. Als nächstes haben wir die großen Winches abgebaut und gründlich gesäubert. Wir versuchen das jetzt ganz vorsichtig, die Zahnräder mit Brennspiritus bzw. mit Waschbenzin zu reinigen. Diese kleinen beweglicheren Teile mit Wasser. Und es ist super viel Fett dran und auch so Haare waren dabei. Keine Ahnung warum, aber es ist anscheinend fauler Trick 17. Einfach Ding aufmachen, 100 Kilo Fett reinschmieren und zumachen und auf gut Glück hoffen. Das ist schon im Prinzip, was wir alles heute an Fett weggeschrubbt haben. Also super schmierige Arbeit und wir sind jetzt seit über einer Stunde an der großen Winch und wir sind noch nicht mal drin. Sag doch mal für die Kamera. Ich habe keine Lust darunter. Du musst ab in die Backskiste mit dir. Jetzt wird festgezogen mit Butyl. Es kommt schon überall ein bisschen Butyl raus, aber das ist ja in dem Fall gut. Da wissen wir, dass es dicht ist. Kluski von Babcha. So, Nachschub für unsere Winchen. Was uns verwirrt ist, an der Tanke kostet 10 Zloty, wo wir dachten, okay, das ist teuer. Aber als wir im Obi waren, mussten wir 20 dafür bezahlen. Deswegen ist jetzt unser Standardlieferant die Tankstelle nebenan. Die erste Winch ist im Prinzip fertig gewartet. Es fehlen im Prinzip nur noch 5 andere. Nachdem wir die Winch zusammengesetzt haben, haben wir festgestellt, es rüttelt. Das ist das Normale. Und das ist das. Okay, jetzt geht gerade gar nichts mehr. Jetzt geht nicht mehr das. Also es geht viel schwerer als vorher, als wir es zusammengesetzt haben. Und auch das blockiert. Läuft. So sah dann die kleine Winch vorher aus und dann nachher. Die letzte Schwierigkeit, die wir noch hatten, war dieses Stottern oder dieses Skippen der Zahnräder, wenn man es in die andere Richtung gedreht hat. Wir haben mal eine E-Mail-Anfrage an den Support von Harken geschrieben. Mal schauen, was wir antworten werden.